Seit dem 30. September ist es soweit. Das Herbst-Update Harry and Scary ist gelandet und bringt uns tonnenweise Neuerungen in Grounded 2. Die aus meiner Sicht wichtigsten Features und Änderungen stelle ich dir jetzt in diesem Video vor. Die wohl wichtigste Neuerung gleich zu Beginn: Du kannst das Spiel jetzt auf Japanisch oder brasilianischem Portugiesisch zocken. Ich denke, damit haben wir das Wichtigste auch schon besprochen. Nein, Spaß beiseite. Ein paar wirklich coole Sachen gibt es in der neuen Version 0.2.0 dann doch noch. Der neue Boss, Axel, die haarige Bedrohung. Das wohl größte Update ist, dass ein neuer haariger Mitbewohner in den Park eingezogen ist. Axel. Dabei handelt es sich um eine sehr große, sehr haarige und sehr aggressive Tarantel, die hier im Park auf dicke Hose macht und meint, sie wäre der neue Boss. Du kannst sie herausfordern und ihr zeigen, wer hier der Spitzenpredator ist, nämlich du. Solltest du diesen Koloss besiegen, warten ein paar richtig starke neue Gegenstände, Waffen und Rüstung auf dich. Da dieser neue Bossgegner wirklich mit wichtigen Neuerungen einhergeht, mache ich dazu in den nächsten Tagen ein gesondertes Video, wo wir Axel und die Belohnung ganz genau unter die Lupe nehmen. Bauen wie die Profis, das neue Menü. Das Baumenü wurde komplett überarbeitet. Das alte, nervige Konstruktionsrad, das du am PC mit B aufgerufen hast, ist endlich Geschichte. Es wird durch das neue Build M ersetzt. Du findest jetzt alle freigeschalteten Bauteile super übersichtlich in verschiedenen Gruppen sortiert. Dieses neue Menü ist wesentlich schlanker als dieses doofe Drehrad und wird dir beim Bau deiner Traumwohnung deutlich mehr helfen, als es bisher der Fall war. Neue Möbel und Rüstungen. Zudem gibt es ein paar neue Gegenstände für deinen Home-Deko-Traum im Garten. Du kannst deine Füße jetzt auf einer gehäuteten Wolfsspinne ausruhen. Vielleicht lässt du dich eher barfuß von den samtigen Haaren der Spinne kitzeln? Ein echter Luxus. Es gibt jetzt 2 neue kleine dreieckige Böden aus Gras und Stängeln. Für die gemütliche Lagerfeueratmosphäre gibt es nun Wände, einen Tisch, einen Hocker und eine Liege aus Kiefernadel. Das Highlight: Mach es dir in einem nagelneuen Skorpionbett gemütlich. Und wenn du abends noch ein Buch lesen willst, spendet dir die Skorpionlampe behagliches Licht. Natürlich kannst du die Farbe und Helligkeit wie gewohnt einstellen. Außerdem gibt es das neue Rüstungsset der Gottesanbeterin. Es erinnert optisch stark an einen Pestdoktor des Mittelalters. Die Werte sind Schurkenrüstung. Der letzte Treffer einer Dreier-Kombo hat eine höhere Chance auf einen kritischen Treffer. Zudem schützt es dich gegen alle Gasangriffe und Gaseffekte. Der Set-Bonus ist die kritische Regeneration. Das bedeutet, kritische Treffer regenerieren mit der Zeit deine Gesundheit, setzt aber eben voraus, dass du alle 3 Teile der Rüstung auch trägst. Die neuen Gegenstände, Rüstungen und Waffen, die mit Axel ins Spiel gekommen sind, bespreche ich in dem Video rund um den neuen Bossgegner. Wichtige Gameplay-Tweaks und Bugfixes. Kommen wir zu den wichtigen Änderungen, die deinen Spielstil betreffen. Die Nervs: Dein Teenager wird insgesamt schwächer. Du musst dich im Kampf darauf einstellen, dass dein Teenager an vielen Stellen etwas schwächer wird. Zum Beispiel, der Schadensmultiplikator für kritische Treffer wurde reduziert, du machst also etwas weniger Schaden. Auch die Basis-Betäubungsmultiplikatoren und die Chance auf einen kritischen Treffer mit der Schurkenrüstung wurden gesenkt. Das hat auch Auswirkungen auf Faustwaffen, die verursachen jetzt auch weniger Betäubung, und auch die Mutation Betäubung wurde ebenfalls abgeschwächt. Es wurden die kritischen Trefferchancen für die Waffen Weberdolch, Wolfsfluchfänge, Eissicheln, Stechmückennadel, Milbenklaue und den nördlichen Schredder angepasst. Pfeile der Stufe 1 und 2 verursachen jetzt etwas mehr Schaden. Der Angriffsschaden des Myrmekologenabzeichens wurde ebenfalls verringert. Übrigens, zum Myrmekologenabzeichen habe ich gerade erst ein Video gemacht. Das verlinke ich dir unter dem i und in der Videobeschreibung. Bei der nördlichen Rüstung wurde der Set-Bonus Lähmender Schlag umgestaltet. Er betäubt jetzt nicht mehr, sondern macht das Ziel für kurze Zeit bewegungsunfähig. Die Hinterhaltangriffe funktionieren nur noch bei wütenden Kreaturen und wurde damit der Mutation angepasst. Bei der Madenrüstung wird der Schnellladebonus beim Waffenwechsel jetzt nicht mehr entfernt. Es gibt zahlreiche Anpassungen bei den Mutationen. Da sind zwar keine großen Änderungen, aber insgesamt wird der Teenager an vielen Stellen etwas schwächer. Auch der Eichel-Geschützturm wurde angepasst, ist nun gegen ORC-Kreaturen etwas schwächer.
Achtung, Achtung! Der Bombardierkäfer widersteht nun Stich- statt Schlagschäden und ist nicht mehr so anfällig gegen Frische. Die Wolfsspinne ist jetzt noch besser gegen Stichverletzungen gewappnet. Und Wolfsspinne sowie die Gottesanbeterinnen haben mehr Gesundheit bekommen. Aus diesem Grund sollte man diesen Tieren kein Actimel geben. Die sind jetzt noch stärker. Die Quality of Life Verbesserung. Der Schnellzugriff ist nun dauerhaft im Inventarbildschirm zu finden und kann dort einfacher gestaltet werden. Mega praktisch. Du kannst den Schnellzugriff weiterhin mit der Taste V aufrufen, auch während du auf deinem Buggy reitest. Dafür müsste die Bonusübersicht weichen, die du nun im Inventar mit der Taste X aufrufen kannst. Dein Spinnenbuggy erleidet jetzt keinen Fallschaden mehr. Kommen wir noch zu den behobenen Bugs. Rucksäcke können jetzt nicht mehr so leicht unter die Erde fallen. Der Bug, dass eine Zweihandwaffe verschwand, wenn du sie im vollen Inventar des Buggys hattest, ist behoben. Ameisen sollten jetzt nicht mehr aggressiv werden, wenn du auf deinem Ameisenbuggy reitest. Es wurden weitere Out-of-the-World-Lücken geschlossen. Auch sollte dein Spinnenbuggy nun nicht mehr mit Kleeblättern kollidieren können, was vereinzelt vorgekommen sein soll. Eine Sache gibt es jetzt noch speziell im Oktober. Im Ranger Shop gibt es nur in diesem Monat ein Rezept für einen großen Kürbis, den du gegen 250 Wissenschaftspunkte kaufen kannst. Zum Herstellen brauchst du Candy Corns, die du nun in der Spielwelt findest. Das waren die wichtigsten Änderungen und Verbesserungen, die das Update auf 0.2.0 mit sich bringt. Die ganz großen Veränderungen, nämlich der Boss Axel und seine Waffen, kommt in einem eigenen Video. Damit du das nicht verpasst, solltest du jetzt meinen Kanal abonnieren und diesem Video gerne auch einen Daumen rauf geben. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß mit allen Neuerungen in Grounded 2.